Wunderbar. Wunderbar. Hier geht's los. Merkst du? Ne? Achso, Ich justiere die BBS extrem selten, so wie das viele gemacht haben, in Rückenlage. Mit drunterrollen. Erstens finde ich, ist es extrem schwer, präzise, spezifisch zu sein, weil überlegt mal, wie wollt ihr den genauen Vektor finden, wenn ihr jemanden über eine Faust rollt? Das ist schon echt eine Herausforderung. Das Zweite, wenn ich das 20 Mal am Tag machen muss, bin ich durch. Ja? Also, ich mache das so. Das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie Toggeln. Ich bin jetzt hier drin, ich überkreuze. Nochmal ein Tipp für euch, seid nie nur auf einer Seite der Wirbelsäule, wenn ihr justiert in der BBS. Warum? Du kannst es mir gleich sagen. Wenn ich jetzt nur auf einer Seite gehe, ich weiß, manche unterrichten das. Wie fühlt sich das an? Scheiße. Ne? Das ist eine Alternative. Wenn ich aber das nicht will, sondern will mit einer Hand justieren, so wie ich es gerade will, jetzt habe ich einen Punkt verloren, dann kreuze ich über. Meine ganze Justierkraft kommt hier hin, aber dadurch, dass ich hier ein bisschen über die Wirbelsäule drüber gehe, merkst du, ist die Energie verteilt. Ne? Ist auch Spinoza. Zack. Ne? Kein Spinoza-Kontakt, aber dicht dran. Das ist auch nochmal ein Punkt. Wenn ihr beidseitig dran geht, wenn sich eure Hände nicht berühren, seid ihr schon auf den Rippen. Okay? Gut, das war Nummer 1. Nummer 2 ist hier. Einmal Rückenwissen. Da ist er. Auch hier. Ich weiß jetzt schon, ich muss zur C2. Aber wo genau? Ich gleite mit dem Finger ein bisschen lang, hier bleibe ich hängen. Okay? Jetzt suche ich einfach nur eine entspannte Position für den Kopf. Zack, das war's. Einmal wieder raus. Wir wollen immer Entspannung haben. Einen habe ich noch gesehen bei dir. Da. Bisschen unangenehmer Bereich, okay? Lass mal die Schultern ganz locker. Zack, das war's. Prima. Und nur noch mal, damit sich deine Lendenwirbelsäule daran gewöhnen kann, dass das jetzt alles anders ist. Bisschen Kiso in Bauchlage. Zack. Fertig. Gerne. Nummer 2. Marek, du bist Nummer 4. Hey, kannst schneiden. So, genau, liegst du hier vorne ab. Okay, das ist ein ganzer Bereich hier. Das ist ein bisschen schwieriger, weil ich muss so gehen. Immer den Arm und wir gehen nach hier. Geht das für einen Moment, ohne dass du dich zu sehr anspannen musst? Ja. Okay. Versuch trotzdem die Schultern locker zu lassen. Perfekt, dann kannst du wieder ab. So, dann sind wir hier. Das passt ganz gut, ne? Wir haben ein bisschen zu starke Kurve. Da geht es einerseits los und andererseits, merkst du? Da. Das ist jetzt nicht gerade die klassische Facettlinie, aber das ist das, was ich kriege. Schultern. Da muss ich ein bisschen mehr rein. Auch so ein Ding, genau wie beim Toggle. Ihr könnt immer noch mal mit ein bisschen mehr. Aber ihr könnt nichts zurücknehmen, was schon drin ist. Also lieber ein bisschen lockerer anfangen, aber bei ihr, weil die Wirbelsäule sehr federt, es ging jetzt nicht um das Geräusch, habe ich gemerkt, der erste, den hat ihre Wirbelsäule einfach geschluckt. Der ist nicht richtig angekommen. Okay? Da. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich aus der Liege knacke. So, 1, 2, 3. Zack. Da. Einmal rüber. Sind wir jetzt schon bei 4 Justierungen, mehr als ich meist mache. Guck mal, auch hier ähnlich. Ich weiß schon, es ist irgendwo in der Mitte, aber ich weiß nicht mehr ganz genau wo. Ich gleite runter und da bleibe ich hängen. Okay? Und jetzt muss ich nur noch eine entspannte Position für Sie finden. Da. Und könntest du auch von unten nach oben gleiten? Ist das egal? Oder von oben nach unten? Ist egal, wie du So wie es gleitest. geht. Ne? Genau. Nur das war der Punkt, da bin ich hängen geblieben, da war das Ding fertig.
Ja, du bist der Dreier jetzt. Ich bin der Dreier. Okay. So. Wie hat sich's angefühlt? Anders? So, jetzt bin ich aber gespannt. Wie geht's hier los? Ich glaube, das geht. Warte mal. Gehen, glaube ich, nur zu beide rauf. Wie bitte? Nur beide gehen die rauf. Also, weil normalerweise, wenn das geht, beim Tisch hätte ich ihn jetzt ganz gerne, weil die Kurve kommt hier sehr steil runter. Ne? Und diese Übergänge sind sehr empfindlich, auch wegen den Nieren darunter. Ich hätte jetzt, wenn das bei dieser Liege gegangen wäre, den Teil etwas hochgestellt oder den Teil stark abgesenkt, um die Kurve da so ein bisschen zu reduzieren. Um es einfach ein bisschen angenehmer zu machen. Aber hey, du bist ein harter Typ, ne? Ja. Das soll ja auch sein. So hat jetzt doch nicht. Ging doch, war nur ein bisschen überwältigend. So. Ach, guck mal. Der kam ja schon fast von alleine. Jetzt bin ich nur mal neugierig. Na, du passt. Haben wir dich schon mal getoppelt heute? Du hast mich vorhin getoppelt. Ah, okay. Guck mal, das ist aber was. Einmal auf den Rücken klicken. Boah, der erste war heftig. So. Das wäre jetzt quasi, ja, da dürfte dein ganzes Zwergfell auch befallen. Ja, komplett. Das wäre jetzt das Ding C1, strukturell, wie wir darüber geredet haben, aber ganz spezifisch mit einem Finger. Ne? Wenn ihr es genau sehen wollt, kommt ein bisschen hier rum. Dank mir. Ja. Ja. Hat sich extra Geopfert, ja. bereit erklärt, uns ein C1 mitzubringen. Er hat den perfekten Kopf auch. Hör ich oft. Super Frisur. Genau. Leg mir den Kopf richtig rein. Perfekt. Jetzt guck mal, wenn ich ihn so habe, ne, das ist nicht unbequem. Ich bin mit den Händen ums Ohr rum, ich habe ihn nicht, ich habe das ganze Gewicht. Jetzt gucke ich, wo ich hin muss. Und das ist bei ihm ziemlich direkt hinter dem Mastoid. Okay? Jetzt gucken wir mal. Die Richtung ist wirklich ziemlich gerade rüber. Also ein bisschen über die Tonschuhe hinweg. Okay? Das war's. Ja. Danke. Gerne. So. Die Marek. So, mein Lieber. Das ist so viel Therapeutenkram, ne? So genau der Übergang hier. Der ist sehr viel mehr da als da. Ne? Viel. Deswegen kreuze ich ein bisschen über. Hier muss ich ein bisschen tanzen gleich. Versuch mal besonders die Schulter loszulassen. Oh, Gut. fuck. Ja, ich weiß. Aber gleich ist besser. Auch das ist keine Kraft. Im Endeffekt ist genau das Gegenteil. Guck mal hier, wie wir es geübt haben. Erstmal Tiefen kontaktieren. Ich brauche nicht viel mehr. Ich richte mich aus. Der Kontakt bleibt. Ich bin völlig locker. Total entspannt. Jetzt muss ich nur gucken, was mit ihm los ist. Der eben hat ihm gerade ein bisschen Angst gemacht, deswegen ist er ein bisschen angespannt. Deswegen nehme ich die Spannung mal. Atme weiter. Dann nehme ich sie mit. Oh, Und dann fuck. bin ich drin. Bist du deppert. Oh, was war das? Ja, soll es besser werden oder nicht? Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Er ist doch gar nicht der Österreicher. Den haben wir den Haar adoptiert. Ja, aber wenn man riskiert und der Slowene auf einmal wie er wieder klingt, dann ist irgendwas schiefgegangen. Oder? Okay, die Marek hat noch C2, bringen wir schnell zu Ende. Nicht, dass er noch anfängt, Tirolerisch zu machen. Hau dich nochmal auf den Rücken. Boah, aber das war jetzt richtig. Ja, Spanisch wollte er kein lernen. Kindergeburtstag. So, komm noch ein Stück zu mir hoch. Das ist halt, ich sage auch zu meinen Patienten oft, es ist das Gute oder das Schlechte an mir, je nachdem, von welcher Seite du es betrachtest, ist, dass ich halt immer die gemeinen Stellen finde. Bei die Marek ist es da. C2, ziemlich weit außen. Zack.
Du lebst wieder. Na, da hat er auch Farbe im Gesicht. Eine Woche Malle wäre teurer gewesen. So. Oh. Ja. Das ist weiter. Der verträgt schon was. Ja. Ganze Doppeltes, ganz im Ernst, nur so ein Ding aus meinem reifen Erfahrungsschatz. Meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade sehr große, sehr kräftige, sehr robuste Männer nicht diejenigen sind, die mit besonders starken Justierungen gut zurechtkommen. Es braucht oft nicht viel und es ist oft, dass du da eher das System dazu bringst, dich zu machen. Also die toughesten sind oft eher so ganz schlanke, dünne, ballettartige Mädels mit Wirbelsäulen wie Bambusstäbe. Das ist also, um Gottes Willen nicht darauf kommen, bloß weil jemand sehr muskulös und sehr groß ist, dass ihr da viel Input reingeben müsst. Und wie ich gesagt habe, es gibt immer mehr, kann man immer machen, weniger ist schwierig. Der ist gut, oder? Jetzt gehe ich auf beide Seiten, um es auszugleichen. Ist bei ihm ein bisschen leichter, ne, weil er auch diese mordsmäßigen Muskeln hier hat. Mit dieser Hand justiere ich nicht. Ich nehme hier nur ein bisschen Druck raus. Ne, komme hier ein bisschen rüber. Kriegst du die Schulter noch ein bisschen lockerer? Nur mit der. Zack, rein, raus. Und es muss völlig locker sein. Weil gerade auch an Leuten, die so eine Muskelmasse haben, tust du dir sonst weh. Das kommt dir wieder zurück. Deswegen ist dieses ganz kurz und sofort wieder entspannen ganz wichtig. Kannst du gar nicht. Das ist viel irgendwelches Zeug hier. Das muss an der Energie der Gruppe liegen. Zack. Ja, das war klar. Genau das Gleiche, ne? Hier benutze ich jetzt den Tisch etwas, um in den richtigen Winkel zu kommen. Mein hinteres Bein verlässt fast oder ganz den Boden. Ich lehne mich weit nach vorne. Denkt immer dran, der Tisch ist euer Freund. Ihr könnt euch da richtig anlehnen. Weil wenn ich hier stehe, das ist scheiße. Mal abgesehen davon, dass es für ihn ein besseres Gefühl ist, wenn er merkt, wo ich bin. Also sowieso, ich würde euch raten, hast gemerkt, da ging noch was ein bisschen mit. Versucht den Kontakt nicht zu lösen. Na, also wenn ich dran bin, ich fange an, indem ich so Hallo sage und dann bin ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Kontakt. So, was haben wir noch? Jetzt bin ich nochmal neugierig, das bräuchte ich nicht, ich bin einfach nur neugierig. Kannst du mal kurz den Kopf nach rechts drehen? Und nach links drehen? Okay. Fast nicht so ganz klassisch, aber es ist Occiput. Einmal auf den Rücken. Ich arbeite hier noch. So. Jetzt kommen wir also zum Occipital Lift. Machst du das? Das Kopf, das immer so frei in die Hand im Kopf, oder? Ich klappe es nicht komplett weg, wie es viele machen, nicht bei allen, nur bei Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, wo ich mehr Extension brauche. Aber wenn es hochgestellt ist, ist es schlecht. Ich will ihn schon frei haben. Ich will seinen Kopf halten. Es gibt manchmal Leute, die sich sehr stark verspannen, wo es hilft, kurz die Hand mitsamt dem Kopf auf dem Kopfteil abzulegen, dass sie das Gefühl haben, noch auf dem Kopfteil zu sein. Aber besser ist, du hast es möglichst frei. Ne? Okay. Wir wollen das jetzt am Occiput spezifisch machen und nicht mit einem Lift. Das heißt, es sieht eigentlich alles ganz genauso aus, nur dass es ein bisschen schwieriger ist, weil der Kontaktpunkt ein bisschen gemeiner ist. Da ist schwerer, Kontakt zu kriegen. Ne? Ich muss hier direkt am Rimm sein. Zack. Occiput. Fertig. Gerne. Nur das ist Chiropraktik, spezifisch und genau und nicht am ganzen Ding. Weil im Endeffekt bei diesen Occipital Lift Techniken, ich ziehe alles nur einmal auf. Ne, aber ich gebe keinen Impuls in eine ganz bestimmte Richtung, die der Körper braucht, um sich zu regulieren, sondern es ist einfach nur einmal aufreißen und ja, so, mein Lieber. Leg dich mal direkt auf den Rücken.
Das, was ich jetzt bei ihm habe, das ist nicht C1, das ist nicht C2. Es ist ein Punkt, der genau dazwischen liegt. Doch, C1 ist bei. Ja. C1. Der ist, ich merke es selber, da. Merkst du das? Das ist genau dazwischen. Da das auch so ein kleiner Punkt ist, nehme ich wieder nur die Fingerspitze. Weil ich will möglichst genau sein. Es gibt Stellen, da ist ein breiter Kontakt sinnvoll, ne, um viel Input reinzugeben, aber hier kurz weniger labern. So, jetzt gucke ich einfach, wo fühlt sich dieser Kopf wohl? Wo ist die maximale Entspannung? Da. Perfekt. Einmal wieder auf den Bauch. Guck mal, wenn wir das haben. Diese maximale Spannung, was du redest, das ist das Fließ, was du verlierst. Genau, also im Endeffekt ist es einfach genau, ich bewege seinen Kopf in eine Position, wo ich das Gefühl habe, alle Spannungen gleichen sich gegenseitig aus und diese Stelle, um die ich meinen Finger quasi wickle, ist maximal entspannt. Ja? So, ein bisschen hier. Das hoch. Warte. Rechte Schulter. Da. Ohne Geräusch. Aber ich glaube, das kommt an. Warum habt ihr alle BWS, LWS Übergang? Leute, die sich viel über Menschen beugen. Jo, wir sind gemein. Gibst du. Für diese Stelle. Der hat sehr, sehr weh getan, auch bei mir der erste. Ja, Der war unangenehm. brutal. Also. Das ist einfach, das sind die Nieren drunter, die kurze Rippe ist drunter, das Zwerchfell hängt dran. Ja. Wenn die gelöst werden, das ist ein Rieseneffekt, unheimlich positiv und wir haben da ganz viele Probleme mit. Aber das sind so Stellen, die richtig fest sind. Brutal. Das kriegst du nicht auf schöne Art und Weise gelöst. Also, das ist nicht angenehm in dem Moment, für einen kurzen Moment, aber hinterher ist es gut. Besser? Ich weiß Ich weiß noch nicht. Träume nicht. So, war da noch jemand? Ah, ja. Auch so. So. Das ist gar nicht so viel. Da rein. Einmal Rücken. Ganz weit unten. C7 würde ich sagen. So. Auch wieder hier. Ne? Klar kann ich viel hoch und runter fahren, ne? Aber auch wenn es schneller gehen muss, ich will nicht ewig hochfahren, seht zu, dass ihr in der Lage seid, runterzugehen. Also gerade hier arbeiten zu können und trotzdem entspannt zu sein, ist unglaublich wichtig. Ja, und dass ich hier wirklich hin und her gehen kann und mich wohlfühle. Gib mir mal das Gewicht. Gut. Perfekt. Sehr schön. Gerne. Die ganze Display. Alles klar. Du musst veranstalten. Entschuldigung. Du nimmst jetzt danach, ich will auch. Ja. Das ist interessant, das ist die erste LWS, die ich heute finde. Hier. Ich persönlich mache die LWS zu 95% Chrome. Side Posture nur, wenn wirklich sehr, sehr tief strukturell was ist, was ein bisschen mehr Energie braucht. Aber das Problem ist, selbst mit einer sehr, sehr guten Side Posture geht immer sehr viel Input an Stellen, wo er gar nicht gebraucht wird. Versuch mal die linke Schulter ganz locker zu machen.
wieder in meiner Welt will ich halt möglichst genau sein, nur da, wo es gebraucht wird. Und je mehr Rotation ich irgendwo reinbringe, umso mehr gebe ich Input in Bereiche, die ich gar nicht haben will. Gut. Bisschen retten. Cool. Der zum Beispiel braucht einen breiteren Kontakt. Und ein bisschen mehr Extension. Da war er. Fertig. Gerne. Ich weiß schon von der Bauchlage, wo ich ungefähr hin muss. Reicht C2. Aber jetzt nochmal, wenn ich hier bin, Werkzeuge nutzen. Ich gleite einmal runter, stopp, bisschen raus, stopp. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass hier Peace ist. Da war's. Easy. Gerne. So. So, lass mal schauen. Darf ich runtergehen? Da ist Spoiler. Das ist Schmerze. Jetzt läuft er gleich Matthias. Da geht's los, du. Oh ja. Ja, gut. Das ist jetzt so eine Stelle, das ist keine Wellness, wird aber auch nicht ganz schlimm. Es ist nur nicht unbedingt angenehm, weil die Spannung hier ist sehr hoch. Wir machen das ganz leicht und ganz schnell. Rein, raus. Rein, raus und schon ist er wieder gut. Er hat eine ganze Lendenwirbelsäule verriegelt. Hier ist auch ganz schön die Kurve verloren gegangen. Das ist unheimlich gerade und das war so genau der Punkt im Zenit. Wenn einer hohen Blutdruck hat, ist das an. Das heißt ja, ne, wie man immer so schön sagt, Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Wer sich viel um andere Menschen kümmert, hat oft einiges an Problemchen. So, du bist ja schon fast fertig. Nur da müssen wir noch hin. Einmal gut. Du kannst ein bisschen festhalten, so in der Gruppe heute ist ganz interessant. Viel BWS, LWS Übergang und viel C2. Was auch immer es bedeutet. Voll Power! Er fliegt ja von der Linie. Ah, der erste war eine Güte.
Was ganz lustig ist, es gibt eine Methode, beziehungsweise einen Kollegen Fleet hat mal so ein paar emotionale Parallelen zu bestimmten Bereichen festgelegt, die auch nicht immer zutreffen, aber C2 ist oft verbunden mit Leuten, die sich in Übergangsphasen befinden. Die quasi irgendwie so, die neue Sache ist noch nicht so richtig da, man ist so ein bisschen Blatt im Wind und weiß nicht so richtig genau, wo es hingeht, so ein bisschen Gefühl von entwurzelt sein, nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Das ist so oft C2. Und gleichzeitig hat C2 viel mit Entgiftung zu tun. Und Entgiftung und der Hüfte. Das ist der erste Teil so ein bisschen des Entgiftungssystems, des oberen Rachenrings und Schutzes. Und natürlich Schwindel durch das Innenohr, solche Sachen. So, mein Lieber. Ich meine, es ist nicht immer dasselbe, ne? Aber es ist wirklich Muster. Warte. Oh, gut. Na, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr LBS. L4 würde ich sagen. Normalerweise würde ich den Prone machen, nur um das vielleicht nochmal zu zeigen. Machen wir es mal auf der Seite. Da muss mir dann gleich jemand helfen, das Kopfteil hochzustellen. Legst du dich mal auf die Schulter? Kriegen wir es insgesamt? Ja. Genau, die Neigung wieder raus. Danke. Super. Perfekt. Also. Ich weiß, es ist im Moment sehr populär, nur irgendwo zu tasten, zu versuchen, den Druck da so ein bisschen hinzukriegen, die Leute zu rollen und sich drauf zu schmeißen. Und damit quasi sich dann zu freuen, wenn es in dem Bereich, auf dem man versucht hat, das Ganze einzustellen, rappelt. Das ist aus meiner Sicht Osteopathie und keine Chiropraktik. Das ist eine Technik mit einem großen Hebel, die versucht, eine Kavitation in einem bestimmten Bereich zu erzeugen. Mir geht es allerdings nicht darum, dass es irgendwo knackt, sondern dass der spezifische Input genau an der Stelle erzeugt wird, wo zu hoher Tonus ist, wo sich der Stress manifestiert hat, wo es zu stark schwingt. Genau da muss der Input erfolgen, damit das Gehirn die Kontrolle wieder kriegen kann und das ausgleichen kann. Und das passiert nicht, wenn ich jemanden hinlege und mache einfach nur eine Kavitation. Okay, wie können wir das anders machen? Erstmal machen wir ein bisschen Yoga. Zieh dich von der Schulter ein bisschen runter, nicht zu sehr. Eine Hand hier, eine Hand da. Becken ein bisschen vor. So, jetzt suche ich mir schon mal wieder die Stelle. Da ist sie. Auch wieder Tracing, bin ich da. Unteres Bein bitte strecken. Richtig schön. Gut. Perfekt. Ja, und ich bin immer hier dran, dass er nicht das Gefühl hat zu fallen. Ich bringe den jetzt so weit hoch, bis ich merke, hier passiert ein bisschen was. Das ist relativ früh, ist weit hier, passt. Okay. Was ich jetzt haben will, ist ein hochgradig spezifischer Kontakt mit meinem Pisiform an dieser Stelle. Und auch hier will ich mir nicht wehtun, das heißt, ich bin lang, ich beuge mich über ihn drüber, ich habe hier Kontakt zum Knie. Wo bist du? Auf dem Spinosus oder auf der Lamina? Wo bist du mit dem? Ich bin direkt an der Lamina. Das heißt, ich berühre den Spinosus, aber der Impuls erfolgt in diesem Fall direkt über die Lamina. So, was ich dir jetzt sage ist... So links. Links. Unsere Seite, genau. Involve Zeit ab. Ich roll dich gleich auf mich zu. Du wirst das Gefühl haben, von der Liege zu fallen, wird aber nicht passieren. Okay? Einfach ganz locker. Ich rolle ihn auf mich zu. Ich zeige es euch gleich hinterher, was ich gemacht habe, aus der Dynamik. Warte. Bisschen locker. Da. Bisschen blöd, wenn man es dabei erklärt. Rüber, ich quasi... Du kannst noch, ne? Bisschen liegen. Ja, ich rolle ihn rüber, bis ich den Punkt hier bei mir habe. In dem Moment, wo er da ist, stoppe ich ihn mit meinem Körper und dann komme ich hier rein. Von B nach A und halt, wo du halt den Impuls Genau. spürst. Und ich verdrehe ihn dabei nicht stark. Du dürftest hier sich jetzt nicht wahnsinnig irgendwie gedehnt fühlen. Ich bringe ihn genau dorthin. Es ist hier viel Kompression drin, deswegen war ich beim ersten Mal nicht ganz sicher, ob ich ihn hatte. Das war mir so ein ganz leichtes Gleiten in dem Bereich, in dem Moment. Aber der Input war ganz gut da. Ne? Rüberrollen, Catch, Tack. Ganz spezifisch, ohne ihn stark zu verdrehen. Und der Input geht nur an die Stelle, wo er hin soll. Einmal wieder auf den Bauch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch wieder runterkriege. Hilfe. Oh, ja. Bring dich nicht um. So.
Und warte, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Das, die zwei. Ja, super. Gebt dem hier noch ein ganz klein bisschen, ist noch ganz klein und leicht vorne her. Super. Okay. Ist deine rechte Hüfte steif? Entschuldige. Keine Ahnung. Ich bin gerade jetzt hier verrückt. Bisschen. Brauche aber nichts. Einmal Rücken. So. Ja, mal ein bisschen kippen. Drauf? Ja, ist gut. Okay. Ich nehme den Kopf direkt. Wir sind nämlich hier ziemlich in der Mitte und ich brauche hier viel Extension. Ja. Perfekt. Gerne. So. Wenn sich noch einer traut. Ich will noch was. Okay. Der ist gut. Ja. Da, ne? Das ist alt, oder? Es ist oft das Problem, wenn ihr in diesem Bereich seid, dass, wenn ihr da drückt, hiervon viel geschluckt wird. Ihr merkt, guck mal, wenn ich hier drücke, merkt ihr schon, was dein Hals macht. Und da diese Stelle sich sehr alt und sehr fest anfühlt, werde ich mir da ein bisschen helfen. Erstmal wieder, Punkt habe ich, genau da ist er. Reingleiten, nicht ganz Toggelhand, ich überkreuze etwas, jetzt bin ich dran. Ich schiebe deinen Kopf jetzt hoch. Wenn ich dich zu sehr nach unten drücke oder das irgendwie unangenehm ist, mecker einfach, okay? Ansonsten ganz locker lassen. Ich bringe hier ein bisschen Extension rein, dass er nicht hochkommen kann. Und da war's. Bisschen hier. Und okay. Für dich, Marek, weil du immer wieder gefragt hast, das ist jetzt der Spinosus-Kontakt. Die eben waren es nicht, der schon. Da muss ich direkt über den Spinosus gehen. Der muss ein bisschen nach hier. Ich ziehe ihn etwas zu mir ran. Jetzt muss ich ihn ein bisschen drehen und dann muss ich ihn schräg nach vorne schicken. Aber erst muss Entspannung sein. Da. Wie entscheidest du dich jetzt für das Spinosus oder das oder das? Keine Ahnung. Es war einfach Spinosus. Als ich lang geglitten bin, war es Spinosus. Darauf bin ich hängen geblieben. Es war in der Mitte. Hier hat es vibriert. Da war es. Und nochmal was ganz unten. Ist da auch was? Und da auch. Oh mein Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Einmal auf den Rücken. Was ist passiert? Erstmal hier. Warte. Okay. Wir warten auf das Kamerakind. Tipp. Und guck mal, da. Perfekt. Tada. Ja, vielen Dank. Ja. Der ist schon tot. Wie mach Sag ich's mir aus? mal. Wie mach ich's?